Die ersten Christen haben genauso wie die Juden den Sabbat am Samstag gefeiert. Das war im ganzen 1. Jahrhundert so. Deshalb stellt man sich ja die Frage, wann kam denn dann der Sonntag ins Christentum? Wann vollzog sich dieser Wechsel? Das Neue Testament gibt darüber keinen Aufschluss. Die Jünger haben sich zwar am Sonntag auch getroffen, einmal aus Furcht vor den Juden, ein andermal gab es eine Abschiedsfeier am Sonntag in Troas, aber ansonsten werden nur ganz viele Sabbatgottesdienste erwähnt, an denen sie wie selbstverständlich teilgenommen haben. Aber gegen Ende des 1. Jahrhunderts, da gab es dann etwas, was den Synagogen, also die Teilnahme am Synagogengottesdienst doch erschwert hat. Da wurde nämlich in die Sabbatliturgie ein Vers eingefügt, der lautete so: Mögen die Nazarener und die Ketzer schnell untergehen und nicht mit den Gerechten eingeschrieben werden. Zu dieser Zeit bemühten sich die Christen dann immer mehr, von den Juden Abstand zu nehmen. Das hat richtig antisemitische Züge angenommen, denn die Juden waren ja aufgrund ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen von Rom in einer ganz bestimmten Schublade. Sie wurden dann auch oft verfolgt und damit wollte man nicht in Zusammenhang gebracht werden. Der außerbiblische Barnabasbrief ist das früheste Dokument, was wir haben, das sich für eine Abkehr von allem Jüdischen und damit auch vom Sabbat ausspricht und wo dann die Sonntagsfeier propagiert wird als eine Feier am 8. Tag der Woche, also dem 1. Tag der Neuschöpfung durch die Auferstehung Jesu Christi. Wann lässt sich die Sonntagsfeier im Christentum denn eigentlich nachweisen? Die erste Beschreibung einer Sonntagsfeier, die kommt aus Rom, als Justin der Märtyrer, der von 100 bis 165 nach Christus gelebt hat, gesagt hat, der Sonntag ist der Tag, an dem wir uns alle versammeln, weil er der erste Tag ist, an dem Gott die Welt gemacht hat, indem er die Dunkelheit und die Materie veränderte. Und Jesus Christus, unser Erlöser, stand am selben Tag von den Toten auf. In der Reichshauptstadt Rom, da hatte nämlich inzwischen der Sonnen- und Mithraskult Einzug gehalten. Im Mithraskult wurde am Sonntag eben gefeiert der Tag des Sonnengottes als wöchentlicher Feiertag. Und Kaiser Konstantin der Große später, der ein glühender Anhänger dieses Sonnenkultes war, der wurde ja Christ und hat das Christentum dann anderen Religionen auch gleichgestellt. Im Jahr 321 nach Christus hat er das erste Sonntagsgesetz erlassen, wo es heißt, am ehrwürdigen Tag der Sonne sollen die Magistrate und das Volk in der Stadt ruhen und alle Geschäfte geschlossen bleiben. Auf dem Land jedoch dürfen die Landwirte frei und legal ihrer Beschäftigung nachgehen. Wegen dieser Abkehr vom Judentum und der Hinwendung zum Sonnenkult haben manche das Christentum beschuldigt, Synkretismus zu betreiben, also Religionsvermischung. Und der Sonntag ist ja nicht das einzige Element, was aus dem Sonnenkult ins Christentum eingedrungen ist. Ja, die Liste ist unheimlich lang. Im Verlauf der Kirchengeschichte haben sich immer mehr Elemente aus dem Sonnenkult ins Christentum gemischt. Große Teile des heutigen sogenannten Christentums müsste man eigentlich in Gedankengut und Ritus als heidnischer Kult in christlichem Gewand bezeichnen. Dabei braucht man einfach nur nach den Wurzeln aller christlichen Lehren und Bräuche zu forschen, die keine Grundlage in der Bibel haben. Wenn man biblische Aussagen aus der Grundsprache, also Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, richtig verstehen will, dann nennt man diesen Prozess Exegese. Aber wenn man jetzt in die Bibel Dinge hineinliest, aus dem eigenen Verständnis heraus oder aus späteren Auffassungen heraus, dann nennt man das Eisegese. Ich will mal ein Beispiel geben aus Offenbarung 1, Vers 10. Da steht drin, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Und viele Christen verstehen diesen Vers so, als hätte er diese Vision am Sonntag bekommen. Johannes selbst, wenn er vom Sonntag spricht, dann bezeichnet er ihn als den ersten Tag. Und als Tag des Herrn kommt in der Bibel eigentlich nur
der Tag des jüngsten Gerichts oder eben der Sabbat in Frage.